herzlich willkommen zurück zu 911 Scales. Wir sind heute wieder im Showroom vom Porsche Zentrum Mannheim. Ja, hallo zusammen. Denn ihr habt es ja gesehen, wir fahren heute 4 Liter Cayman in Pythongrün, richtig geiles Auto. Aber ihr habt ja auch noch ein paar andere 4 Liter Fahrzeuge, wo wir uns mal fix die Zeit nehmen, weil die müssen wir noch mal zeigen, oder? Auf jeden Fall. Also wir haben wirklich wieder tolle Fahrzeuge hier im Showroom stehen. Deswegen wollten wir sie auch euch zeigen, 2 GT3 und 2 GT3 RS hier. Und dann würde ich sagen, fangen wir mit dem ersten direkt an. Wir haben hier einmal den GT3 mit Clubsportpaket, mit Vollschalensitzen, in der Farbe GT Silber Metallic, was natürlich super klassisch an dem Fahrzeug ist, sieht was geil immer aus. geht. Ja. Hier unser GT3 RS in Weiß. Das Fahrzeug ist ein 991.1, hat auch wieder Clubsportpaket, Vollschalensitze und hier rechts nebendran haben wir auch schon den 991.2 GT3 RS mit 520 PS. Beide Fahrzeuge machen richtig Spaß. Und zu guter Letzt haben wir hier hinten noch einen GT3 Touring in einer super besonderen Farbe, und zwar Graphitblau Metallic. Ich persönlich habe noch keinen GT3 in dieser Farbe gesehen. Also viele sind einfach ganz klassisch, wie auch unser GT Silber, GT3, so ist auch der GT3 Touring oft in Silber oder in Schwarz, und Graphitblau habe ich in der Tat noch an keinem gesehen, und ich finde das Auto super schön. Ja, die roten Aufkleber sind natürlich etwas extravaganter, sage ich mal. Das ist schon sehr auffällig. Aber gut, das sind Aufkleber. Wenn man die jetzt nicht mag, könnte man die bestimmt auch entfernen. Das ist wahrscheinlich möglich. Die gehen auch wieder runter. Die kamen ja auch mal drauf. Genau, ja, und sonst der indisch-rote GT3 RS, den kennen wir noch aus einem der letzten Videos. Na, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, da war auch noch ein kreidefarbener GT3 dabei. Da haben wir die beiden Unterschiede verglichen. Das war wirklich ganz spannend zu sehen. Ja, und jetzt würde ich sagen, schnappen wir uns mal den Python Grün GTS 4.0 vom 4.0er in den 4.0er. Es regnet, Leute. Das wird ein spannendes Video. Ich bin mal gespannt, wie das klappt. Es darf nur nicht zu sehr regnen, aber die Farbe macht das Wetter ja wieder wett. Ja, die Farbe ist mega an dem Auto. Also Pythongrün ist absolut so meine geil. Farbe. Gerade an so einem Sportwagen finde ich Farbe immer toll, und wir hatten ja auch schon in den letzten Videos echt coole Fahrzeuge dabei. Immer in besonderen Farben, und ja, heute dann mal Pythongrün. Ja, und das Fahrzeug stand vorher oben im Showroom, war auch schon mal, glaube ich, bei einem Video mit im Intro. Und jetzt habt ihr den als Vorführer zugelassen. Ja, richtig. Du bist jetzt noch mal ganz spontan mit, weil bringt halt Spaß mit dem Schalter, ne? Ja, also Schalter finde ich halt auch wieder in einem Sportwagen einfach nur richtig cool. Lässt sich auch schön aus der Hand rausschalten. So muss es sein. So, Polizei lässt uns durch. Haben wir auch noch nicht gehabt. Polizeikontrolle beim Porsche Zentrum. Das gehört ja dazu, wenn man draußen dreht, ne? Ja. Ja, und jetzt wollen wir mal hoffen, dass das Wetter sich hält oder jetzt einmal schön abregnet und dann besser wird. Aber wir haben das Auto für 2 Tage. Noch bin ich tiefenentspannt. Ja Leute, das Wetter ist immer noch nicht besser geworden. Jetzt haben Björn und ich wirklich mal Pech. Das erste Mal überhaupt. Und jetzt schüttet es auch noch richtig. Ach, ist das schön. Richtig Schmutzwetter. Aber gut, so ist das manchmal. Wir gucken jetzt mal, dass wir ein paar schöne Fotospots finden, machen ein paar Bilder von diesem schönen Python Grün.
wollen wir mal gucken, was das Wetter noch so bringt. Morgen ist ja auch noch ein Tag. Und wie läuft's? Super! Ja, das ist jetzt übel. Aber es ist auch manchmal so richtig heftig, ne? Ja, aber es geht. Die paar Tropfen sind noch nicht aus Zucker hier. Oh, das ist jetzt echt heftig, der Ahnste. Oh, lalalala. Ja. Wir müssen abbrechen, es ist zu heftig. Das erste Mal macht uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Das können wir definitiv vergessen. Bist du nass? Alter. Also Wind plus dem Regen hier ist keine Lösung. Das ist echt heftig. Es waren dann doch mehr als ein paar Tropfen. Ja, das Wetter passt. Zweiter Tag ist ordentlich. Ist noch ein bisschen kühl und windig, aber es ist trocken. Der Asphalt ist trocken und ich habe uns hier jetzt wieder eine richtig schöne Straße rausgesucht. Bin extra mal so richtig weit rausgefahren, eine gute Stunde vom Porsche-Zentrum weg. Hier über die Landstraßen getuckert und ja, bevor wir jetzt gleich hier mal ein bisschen Spaß haben, die GoPro natürlich einen Auspuff machen, weil das Auto klingt halt einfach unheimlich geil. Zeige ich euch hier den noch mal kurz. Ich gehe nicht mehr ganz so tief ins Detail. Da könnt ihr euch gerne noch mal die Review vom Boxster GTS 4.0 ansehen. Hier zeige ich jetzt einfach mal nur ein paar Unterschiede zu dem anderen Fahrzeug, weil der ist ein bisschen anders konfiguriert und nicht nur von der Farbe her. Fahrzeug kommt natürlich wie alle GTS mit Sportdesign-Paket, hier jetzt aber mal nicht in Schwarz-Hochglanz lackiert. Scheinwerfer haben wir die normalen Xenons, aber mit PDLS, das heißt, die lenken dann auch mit und sind auch abgedunkelt, wie es wir vom GTS auch gewohnt sind. Und wir haben die schönen Carrera Sporträder, das sind so meine Favoriten auf dem 718er oder auch damals auf dem 9er 1.2. Ich finde, die sehen einfach so gut aus. Spiegel sind natürlich auch wieder elektrisch abklappbar und eine Sache hier noch fast vergessen, die Scheinwerfer-Reinigungsanlage, die ist in Wagenfarbe lackiert. Das ist tatsächlich nicht allzu häufig, ist relativ teuer für dieses kleine Teil. Bremsanlage haben wir auch wieder die Bremssättel in schwarz lackiert. Das sieht einfach ein bisschen besser aus. Stellt euch jetzt die mal in rot vor, das wäre nicht so hübsch. Das Heck natürlich wieder mit den zwei einzelnen Endrohren, typisch beim GTS 4.0 oder auch Cayman GT4. Das Schriftzug haben wir in schwarz und auch der Porsche Schriftzug ist in schwarz lackiert. Die Heckleuchten sind hier natürlich auch wieder abgedunkelt. Interieur ist mal komplett Leder, kein Alcantara. Finde ich tatsächlich wesentlich besser als das Alcantara. Das zieht einen immer so ein bisschen aus. Das war mir damals auch bei der Boxster Review sehr aufgefallen. Ich bin eher der Fan von dem normalen Leder. Wir haben natürlich das Schaltgetriebe und die Sitze sind auch die normalen Sportsitze Plus, die hier mit den extra Stützen für die Schultern, die dann nur die Rückenlehne elektrisch haben und den Rest muss man manuell machen, also vor, zurück und hoch runter pumpen. Ja, das Leder ist wieder sehr schön, hier mit schwarzen Ziernähten, nicht mit eben Kontrast, sondern einfach klassisch gehalten. Wir haben die Zwei-Zonen-Klimaautomatik, wir haben die Sitzheizung. Ja, Sport-Chrono-Paket ist natürlich Standard, hier auch mit Drive-Mode-Selector, Durchschaltgetriebe, kein Sport-Response-Button, das haben denn die PDKs. Wir haben natürlich einen Tempomat und wir haben das Multifunktionslenkrad mit den ganzen Knöpfen dran. Wird ja auch noch das ohne Knöpfe geben. Für den Daily-Betrieb finde ich die aber sehr, sehr angenehm.
Ja, andere Ausstattung. Wir haben noch die Carbon-Zierleisten. Die hatte der andere, glaube ich, auch schon. Und wir haben natürlich auch wieder das Bose Soundsystem. Ja, und dann habe ich etwas geschafft, wo ich sehr positiv überrascht bin. 8,6 Liter auf 100 Kilometer. Wir sind hier halt hauptsächlich auf der Landstraße rumgetuckert. Ganz wenig Autobahn, ganz wenig Vollgas gegeben. Aber dass das überhaupt möglich ist, das hätte ich so gar nicht erwartet. Das sind jetzt 1,5 Liter unter dem durchschnittlichen Verbrauch der Werksangabe. Also wenn man hier jetzt im Urlaub unterwegs ist, die Tankanzeige sagt mir noch 365 Kilometer beim halben Tank. Ja, so 600 bis 700 Kilometer sind problemlos drin in dem 64 Liter Tank. Gar nicht schlecht. So, bevor wir jetzt aber hier gleich wieder den Spaß unseres Lebens haben, ich möchte mal so ein bisschen eine Sache in Kontext drücken. Schaltgetriebe sind mega geil und bringen mega Spaß. Gerade so hier online Social Media ist ja Schaltgetriebe das einzig wahre. Im echten Leben bringt das Ding aber, sagen wir mal so 10 bis 5% der Zeit wirklich mehr Spaß als ein PDK. Und das ist eigentlich das, was auch immer gezeigt wird und was ich hier auch gleich zeigen werde. Ist halt hier einfach auf der Landstraße Stoff geben. Ja, die Gänge reinballern, durchgehen. Auch auf der Autobahn bringt das Spaß, wenn man so richtig durchtreten kann. Aber sonst im Normalbetrieb PDK, immer. Also nicht nur, dass man einen Gang mehr hat, was auf der Autobahn super angenehm ist, wenn man halt mal normal fährt und nicht immer nur Vollgas fährt. Auf der Langdistanz wird ein PDK unheimlich angenehm sein. Auch wenn man einfach vom Gas geht und das Auto rollen lässt. Mit dem Schaltgetriebe, es verzögert sehr stark. Also auf der Autobahn, man hat das Gefühl, man bremst wirklich ab. Mit dem PDK, der rollt einfach ganz normal. Man könnte sogar noch den Segelmodus anwählen und dann rollt es wie ein Elektroauto, wie ein Taycan. Der hier verzögert wirklich extrem stark im Vergleich zu einem PDK. Im Stadtverkehr ist das hier wirklich wie so ein Klotz am Bein. Ja. Die Kupplung ist hart, das Schalten, man braucht auch echt viel Kraft. Ich habe es noch 997 gesagt, da war das alles ein bisschen weicher, angenehmer, es hat mir besser gefallen. Hier, ich weiß nicht, ob das einfach genau dasselbe Ding ist, wie aus dem GT4 oder dass es halt wesentlich härter ist, als es vielleicht sein muss. Hat ein Zweimassenschwungrad, ich weiß nicht, ob das damit was zu tun hat. Aber es ist halt einfach härter zu benutzen. Es ist schon geil, wie es sich anfühlt, wenn man den Motor richtig rausdreht. Dann kommt das ganze Ding so zum Leben und im Sportmodus ist mit der Autoblip-Funktion. Dann bringt es einfach mega viel Spaß. Aber sonst, wer sich wirklich nicht sicher ist, probiert es mal aus. Fahrt auch einfach mal, wenn ihr eine Probefahrt macht, einfach mal durch die Stadt. Ganz normal, wie ihr das Auto auch sonst benutzen würdet. Und dann überlegt euch, ob ihr einen Schalter wollt oder einen PDK. Wenn ihr einfach nur auf die Landstraße fahrt und den Spaß eures Lebens habt, da ist der hier besser. Aber sonst ist ein PDK wirklich zu empfehlen. Das wollte ich einfach nur mal so ein bisschen so in den Raum gestellt haben. So war das mal in Kontext gerückt. Meine Erfahrung von den beiden Getrieben. Ich freue mich unheimlich, wenn der mal mit einem PDK kommt, weil das muss geil sein, wenn das PDK einfach so in so eine Millisekunde den nächsten Gang reinknallt. Und das, glaube ich, kriegt dann richtig GT3-Feeling hier, das Fahrzeug. Aber ja, jetzt gehen wir wieder hierzu. Straße ist geil. Gibt ein paar richtig schöne Kurven hier. Extra eine Stunde rausgefahren, das lohnt sich. Gibt ein paar schöne Aufnahmen. Dieser 4 Liter Klang ist unglaublich. Es ist so geil. Hier die Straße ist irre. Perfekter Asphalt, schön breit. Aber mit 400 PS braucht man schon ein bisschen mehr Platz. Und die Gänge sind ja auch recht lang übersetzt. Ich glaube, das hat ja jeder in jeder 4.0er GT4 Review bis jetzt immer gesagt. Oh, die Straßenlage ist so gut. Und das Runterschalten mit dem Autoblip ist so witzig. Die Power ist perfekt, 400 PS. Es ist richtig schnell, aber es ist nicht zu schnell. Man hat unheimlich Spaß. Das Schaltgetriebe hier auf der Landstraße ist genial. Zack, erster, zweiter. Was will man mehr in einer solchen Situation? Genau dafür ist dieses Auto gemacht. Ist nicht für den Alltag.
es ist einfach für die Landstraße, sogar für die Rennstrecke würde ich sagen, weil einfach so viel Spaß bringt. Dieses Auto ist purstes Fahren, es ist unglaublich witzig. Es ist so eine kleine Nische, die abgedeckt wird, wenn das Ding das Schaltgetriebe hat. Oh, aber es ist so gut auf der Landstraße. Jetzt kommt auch noch die Sonne raus, ist das genial. Das Grip, das Fahrwerk, wie das lenkt, das ist unglaublich. Braucht man keine Hinterachslenkung oder aktive Stabilisatoren. Das Auto macht das alles so. So denken, es ist eine Menge günstiger als 992. Und jetzt zum Beispiel im Vergleich zu dem gelben aus dem Video, wo wir zwei 992s hatten. Der hier fährt sich besser, finde ich persönlich. Und er ist halt 70.000 Euro günstiger Listenpreis. Ja? Das ist doch krass. Da ist es doch auch echt egal, ob das Auto hier viel Technik hat oder nicht. Er ist so genial, der 4.0. Aber so ein bisschen Platz hat und den zweiten Gang richtig durchtreten kann. Das ist genial. Oh. Muss ich echt, also ich muss ja ein bisschen aufpassen, ne? Das muss ja hier alles konform sein, Straßenverkehrsordnung und so. Aber es bringt so Spaß. Ja, es ist unglaublich. Es ist echt irre. Also Leute, wer das Auto kauft, genau für diesen Zweck das hat, mega. Eine pure Fahrmaschine. Ich muss hier richtig Kraft benutzen, ne? Bin hier richtig am Arbeiten. Aber so ist das halt bei so einem Auto. Das ist ein Auto, was richtig ruppig behandelt werden möchte, um den Spaß zu machen, den man damit haben möchte. Es ist so genial. Er ist halt genau dafür gemacht. Ja.
gespannt bin, mal ein bisschen hier runter die Gänge, wo ich gespannt bin, ob der mit dem PDK sich genauso ruppig, brachial anfühlt oder ob das eher so ja, präziseres Werkzeug ist, alles geschmeidiger. Da bin ich mal gespannt, wenn mal einer beim Porsche Zentrum steht, wie da der Vergleich ist. Und ich hoffe natürlich, er ist auch wieder Python-grün, also diese Farbe. Der Klang! Leute, dieser Klang! Oh, es klingt so gut, dieses Auto. Und es ist auch so gut. Natürlich nur ein GT4 ist besser, ne? Ist ja logisch. So, da haben wir den Björn wieder abgeholt. Der liebe Mann hält jetzt gerade wieder die Kamera. Und ja, das andere mega spaßige Autobahn. Das ist halt so genial. Also wenn man da die Gänge so richtig durchknallt und der Verlieter so richtig schreit. Das bringt so Spaß, obwohl es ja eigentlich kein Autobahnauto ist, aber es bringt so Spaß, die Gänge durchzuknallen. Und er hört sich halt so krass an, oder Björn? Definitiv. Also dieser 4-Liter Motor, der schreit so schön. Und alle machen Platz wegen der grünen Farbe. Es ist genial. So lieb waren die Leute noch nie. In keinem Auto. Jeder sieht den Rückspiegel, fährt sofort rüber. Genial. Mit einem Schwarzen wird es nicht passieren. Es ist wirklich ein Auto, was man nur wärmstens empfehlen kann. Wer einen Sportwagen sucht, 71840 ist der Sportwagen. Würde ich auch über 911 nehmen, jederzeit. Es ist so ein witziges Auto. Schade, dass es jetzt gerade ein bisschen regnet. Aber es sind noch ein paar Tröppel, die Straße ist noch trocken. Und da regnet es ein bisschen mehr. Schade, haben wir Pech gehabt. Aber was Björn und ich jetzt machen, wir fahren nach Mannheim, machen noch ein paar schöne Bilder in der Innenstadt. Und was ich auch mal jetzt machen werde, ich werde mal 2 Fahrzeuge konfigurieren. Einmal ein mit Schaltgetriebe, so richtig als Sportwagen für die Landstraße, für die Rennstrecke. Und dann einen als PDK, sozusagen als Daily-Spaßwagen. Naja, auf alle Fälle, es ist so unglaublich, wie sich dieses Auto anhört, wie es sich anfühlt. Das ist genial. Und ich hoffe, dieses 4.0er Video hat euch auch wieder gefallen. Wenn das der Fall war, lasst einen Daumen oben da, lasst ein Abo da. Sehen wir uns beim nächsten Mal.